Die St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz, inmitten der idyllischen Stadt im sächsischen Erzgebirge. 1525 wurde die Kirche vollendet. Vor 500 Jahren war hier eine der reichsten Regionen Europas. Der Silberbergbau machte die sächsischen Fürsten zu wohlhabenden Regenten. Kein Wunder also, dass eines der größten sakralen Gesamtkunstwerke der Spätgotik ausgerechnet hier im Erzgebirge steht. Besonders eindrucksvoll die fantasievolle, fast verspielte Deckenkonstruktion. Ein Schlingrippengewölbe, das den ganzen Bau durchzieht. In dieser Form einmalig in der Welt. Wie steinerne Ranken durchziehen die Schlingrippen das Gewölbe. Diese Rippen beschreiben räumliche Kurven, die sich in komplizierten Knoten überschneiden. Wie konnte es den Architekten des frühen 16. Jahrhunderts gelingen, diese komplexen Gebilde zu entwerfen? Viele Einzelsteine mussten so bearbeitet werden, dass sie perfekt zusammenpassen. Wie haben die Architekten den Steinmetzen erklärt, was sie genau aus dem Stein herausarbeiten mussten? Ein Forscherteam aus Dresden hat sich auf eine abenteuerliche Zeitreise begeben. Die Wissenschaftler wollen verstehen, wie die Renaissance-Baumeister Formen schaffen konnten, an denen selbst moderne 3D-Programme scheitern. Wie konnte so etwas geplant und umgesetzt werden? Und wie kommunizierten die Baumeister im 15. und 16. Jahrhundert mit den Steinmetzen? Oftmals über viele Kilometer hinweg. Wie wurden die notwendigen Informationen für die Bauausführung der Schlingrippengewölbe übermittelt? Ziel des Projektes ist es, dieses Wissen wieder zu erlangen. Nur so können Praktiker im Fall der Sanierung eines Bauwerkes über originalgetreue Vorgehensweisen verfügen. Die sächsischen Forscher reisen zu Studienzwecken nach Straßburg. Wir wollen erreichen, dass das Bewusstsein um historische Techniken bei der Steinplanung, beim Anreißen von Stein auch präsent ist in der Restaurierung und als Option zumindest wieder zur Verfügung stellt. Das ist ein Wissen, was vergessen ist, weil in späteren Zeiten anders gearbeitet worden ist. Wir versuchen also dieses Wissen zu rekonstruieren. Das Münster ist ein besonders prominentes Beispiel für gotische Architektur und ihre hochentwickelte Steinmetzkunst. Es ist berühmt für seine zahlreichen Figuren und die kunstvolle Ornamentik. Feingliedrige Maßwerke, die an Goldschmiedearbeiten erinnern. Auch wenn nur einer der beiden geplanten Türme realisiert wurde, 200 Jahre lang war dieses Gebäude das höchste der Welt. Das Wissen und Können der Steinmetze wurde jahrhundertelang nur mündlich weitergegeben, in den sogenannten Bauhütten. Eine der wichtigsten dieser gotischen Werkstattverbände existiert bis heute. Die Bauhütte, die das Straßburger Münster vom 12. bis 16. Jahrhundert errichtet hat, spielte eine zentrale Rolle im deutschen Sprachraum. Die historische Steinmetzkunst wird noch heute aufrechterhalten und gelehrt. Steine, die beschädigt oder verwittert sind, werden durch originalgetreue Kopien ersetzt. Dazu müssen die Arbeitstechniken aller Epochen beherrscht werden, in denen am Straßburger Münster gebaut wurde. Von der Romanik bis zum Historismus. Heute gehören die Mitarbeiter zu den erfahrensten Steinmetzen der Welt. Eine Zusammenarbeit zwischen den Bauforschern von der TU Dresden und der Bauhütte des Straßburger Münsters soll nun zeigen, ob einzelne Bauteile eines spätgotischen Rippenwerkes mit historischen Verfahren nachgebildet werden können. Der Plan ist hilfreich. Die Wissenschaftler erkennen ein System gerader Hilfslinien, mit dem die Knotenpunkte festgelegt sind, während alle Rippen krumm sind. Das erklärt die eigenen Beobachtungen und erleichtert die weitere Forschung.
Das internationale Forscherteam unter Leitung von David Wendland möchte herausfinden, wie komplizierte Ideen mit einfachen Informationen und praktischen Anweisungen an die Steinmetze weitergegeben wurden. Es steht ja kein einziges Maß drin. Also man kann eigentlich jetzt nicht mit dieser Zeichnung hergehen und die Steine herstellen. Für das Gewölbe der Katharinenkapelle in Münster existiert noch eine originale Planzeichnung. Aber auch mit dieser lässt sich nicht klären, wie man bei der Planung vorgegangen sein könnte. Es sind keine verständlichen Bauanleitungen, wie wir sie heute kennen. Man muss erst verstehen, wie die alten Baumeister gedacht und geplant haben. Für die Forscher ist die Beziehung der alten Zeichnung ohne Maße zur Steinherstellung interessant. David Wendland ist sich sicher, es gab einen weiteren Plan, auf dem der Aufriss des Bogens gezeichnet war. Eine klare Entsprechung von Plan und Ausführung besteht offensichtlich. Jedoch enthält der Plan keine Informationen an die Steinmetze, wie die Steine herzustellen sind. Ein erster Blick auf den historischen Plan und in die Katharinenkapelle lässt somit keine endgültigen Schlussfolgerungen zu. Jetzt wird klar, die Forscher müssen den umgekehrten Weg gehen. Sie wollen die Lösung über die Praxis finden. Die Wissenschaftler der Technischen Universität Dresden müssen die bestehenden Bauten analysieren, dann rückwärts den Entwurf rekonstruieren und überlegen, wie man hierzu die Anweisung für die Herstellung formulieren müsste. Genau wie die alten Baumeister vor 500 Jahren. Die Spurensuche beginnt in Sachsen. Ideal für dieses Experiment ist die Albrechtsburg in Meißen. Hier hat Jakob Heilmann, der gleiche Baumeister wie in Annaberg, ein komplexes spätgotisches Gewölbe geschaffen, im Auftrag der mächtigen sächsischen Fürsten. Der Wappensaal zeigt gotischen Gewölbebau in Vollendung. Für dieses Gewölbe hat David Wendland bereits den Entwurf entschlüsseln können. Aber die Frage bleibt, wie plant man die einzelnen Steine? Die Dresdner Forscher und ihre französischen Kollegen möchten das Geheimnis der spätgotischen Steinmetzgeometrie lüften. Vermutlich wurden Schablonen verwendet, um aus quaderförmigen Steinen diese verschlungenen Kunstwerke hauen zu können. Das Werkstück wird ja immer ausgehend von einem rechteckigen Rohblock bearbeitet, der das Werkstück umschließt. Man kann also nicht einfach schräg schneiden, sondern immer ausgehend vom Block mit vertikalen und horizontalen Kanten und den maximalen Abmessungen. Frédéric de Genève ist in Straßburg Hüttenmeister. Sein Kollege Nicolas Eberhard ist Palier des Straßburger Münsters. Sie sind beeindruckt von der Klarheit und Perfektion des Gewölbes in Meißen. Das Erste, was man hier sieht, ist die Meisterschaft dieses Werkes. Man sieht überhaupt keine Fehler. Der Eindruck von Leichtigkeit ist verblüffend. Man spürt die Meisterschaft und gleichzeitig wirkt es so lebendig, fast organisch. Aber das ist eben auch nicht der Fall. Doch bei aller Komplexität lassen sich diese Gewölbe auf einfache geometrische Grundformen zurückführen, erklärt Forschungsleiter David Wendland. In diesem Fall ist es so, dass einfach ein Viertelkreis genommen wird und auf einen Viertelkreis gestellt wird. Und daraus wird die geometrische Konzeption dieses Gewölbes abgeleitet. Um die Steinplanung zu verstehen, wurde an der Technischen Universität Dresden ein Reißboden nachgebildet. Eine große Fläche aus Gips, auf der der Entwurf des Gewölbes im Maßstab 1:1 gezeichnet werden kann. Solche Reißböden waren einst das zentrale Planungselement. Hier wurden die Anweisungen für jeden einzelnen Stein kodiert. Wie das im Detail funktioniert, müssen die Forscher Schritt für Schritt ausprobieren.
Man muss bei der geometrischen Konstruktion mittelalterlich denken, nicht mit modernem Werkzeug. Der Schlüssel, um auf mittelalterliche Weise zu zeichnen und zu entwerfen, ist die Verwendung des Zirkels. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass die Baumeister einen Reißboden benutzt haben, wie man ihn hier sieht, eine Fläche aus Gips. Und sie verwendeten den Zirkel, den Winkel und das Richtscheit. Das sind die 3 Werkzeuge. Ziel ist es, die historischen Verfahren bei der Steinplanung der Gewölbe praktisch nachzuvollziehen. Beim Messen und Zeichnen sind ab jetzt keine modernen Hilfsmittel mehr erlaubt. Der praktische Nutzen für zukünftige Restauratoren: Wenn ein historisches Gewölbe zerfällt oder gar zerstört wird oder auch nur Teile saniert werden müssen, wollen die Spezialisten es mit den originalen Arbeitsschritten nachbilden können. Moderne 3D-Programme würden viele Details schon im Entwurf anders wiedergeben. Somit ist es ein wichtiges Ziel des Projektes, den Weg vom Entwurf zur Steinherstellung authentisch zu rekapitulieren. Deshalb also Zirkel und Richtscheit. Man neigt schnell dazu, die Geometrie und den Entwurf zu intellektualisieren und macht sich damit das Leben schwer. Wenn man heute Gewölbe zeichnet, denkt und zeichnet man vor allem in der modernen Logik, verwendet sehr viel die digitalen Werkzeuge, macht Visualisierungen in 3D. Das verzerrt unser Verständnis von der mittelalterlichen Welt. Deshalb ist dieses Projekt so interessant. Wir studieren die Originale, sehen uns die Gewölbe an, sehen die Details und suchen Indizien, die uns verstehen lassen, wie man damals entworfen haben könnte. Wir können so versuchen, den Weg dahin zu rekonstruieren, das nachzuvollziehen. Angefangen vom Reißboden. Man braucht eine gewisse Demut. Voilà, on est parti d'un sol et ensuite on a construit le dessin petit à petit. Il faut avoir de la modestie et pas sous-estimer ses savoirs anciens. Auf dem 10 x 15 Meter großen Gipsboden entsteht eine komplizierte Zeichnung. In der Ebene müssen die sehr komplexen Beziehungen der dreidimensionalen Rippenbögen mit einfachen Konstruktionen dargestellt werden. Dazu wird zuerst der Grundriss gezeichnet. Nun folgt der Aufriss der Bögen. Hier wird der gekrümmte Bogen in die Ebene abgewickelt. Dazu benötigen die Forscher die Längen der Kurven im Grundriss. Über diese Länge wird der Bogen mit einem Zirkelschlag als Kreissegment gezeichnet. Die Bauforscher verzichten auf moderne Methoden der darstellenden Geometrie. Stattdessen werden Grundriss und Aufriss ineinander gezeichnet. So können die Verhältnisse zwischen beiden dargestellt werden. Hier zum Beispiel haben wir die Kreuzung von dem Diagonalbogen, da sehen wir hier den Intrados und den Extrados, und der kreuzt sich mit einem anderen Rippenbogen, der so kommen würde. Das Ganze ist umgeklappt in die Fläche und man muss dann eben an dieser Stelle eintragen die Achsen von den verschiedenen Rippen. Das hier ist dann zugleich auch die Achse von dem Kreuzungsstein und man muss schauen, wo die Fugen dann liegen, die radialen Fugen, um zu klären, wo der Stein überhaupt anfängt, wo er aufhört, was die genauen Abmessungen von dem Stein sein müssen. Und ein Werkzeug, was man zum Beispiel benutzen kann, ist dieses. Das ist der Baivelle oder im modernen französischen Bévot. Das ist ein rechter Winkel mit der Besonderheit, dass der eine Schenkel zwar gerade ist, der andere aber gekrümmt ist, und zwar genau entsprechend der Krümmung des Rippenbogens. Und den kann man eben anlegen und kann so sehr schnell die Fugen zeichnen, die radialen Striche für die Fugen. Und so kann man zum Beispiel schauen, was ist die minimale Lösung für den Stein oder wie sieht der Stein wirklich aus. Und unser Prozess beinhaltet auch dann, dass wir das natürlich auch vergleichen müssen mit den Maßen, die wir am Befund haben. Nachdem die räumlich gekrümmten Rippen des Gewölbes auf dem Reißboden ausgetragen wurden, muss die Form nun auf das Werkstück übertragen werden. Wie aber kommen die dreidimensionalen Kurven auf den Stein? Schablonen könnten die Antwort sein.
Nach dem Vorbild einiger historischer Lehrbücher experimentieren die Wissenschaftler mit Kupferschablonen. Kupfer kann leicht zugeschnitten werden, ist stabil und vor allem biegsam. Das ist wichtig. Schließlich ist die Ausgangsform der Rippe ja keine Ebene, sondern ein Zylinder. Die Schablonen mit den Kurven der Rippen können sich an die gekrümmten Flächen anschmiegen. Jetzt zeigt sich der Grund, warum der Reichsboden im Maßstab 1:1 gezeichnet wurde. Alle Maße können mit Zirkel, Messlatte und Schablonen direkt übernommen werden, ohne dass sich dabei Messfehler einschleichen. Im nächsten Schritt sollen die Maße auf einen Stein übertragen werden. Auf dem Rohblock wird mit der Schablone der Grundriss der Rippe angerissen. So entstehen die gekrümmten Flächen der seitlichen Flanken der Rippe. Es sind 2 Zylinderflächen, die das Werkstück umschließen. Zunächst verwendet das Team Gasbetonblöcke. Sie lassen sich schnell und leicht bearbeiten. Später sollen die Rippenbögen in echtem Sandstein nachgebildet werden. Wir lernen jetzt den Prozess, wir müssen viel probieren, das ist ein Experiment. Und wenn wir den Prozess dann genau verstanden haben, dann machen wir das Ganze mit echten Stein. Auf diesen gekrümmten Flächen muss die zweite Schablone, die Schablone für den Aufriss, positioniert werden. Um die richtige Stelle zu finden, müssen Anfangs- und Endpunkt klar sein. Die Länge und Höhe des Endpunktes wird aus dem Reißboden aufgenommen, mit einer kleinen biegsamen Messlatte. Zur Unterkante der oberen Fuge und zusätzlich noch die Höhe. Wir befinden uns an der Stelle, wo auf dem Reißboden die Ansicht des Bogens gezeichnet ist in der Abwicklung. Also hier sehen wir den Intrados der Rippe und hier sehen wir den Extrados der Rippe, also die obere Kante. Und zusätzlich sehen wir hier die Fugen, die hier schon eingezeichnet sind. Die sind radial. Zu den Fugen gibt es jetzt hier lotrechte Linien, mit denen wir die Stelle markieren, an denen sich die Fugen, die Oberkante immer und die Innenkante, an denen die sich befinden, in Bezug auf die abgewickelte Länge. Und diese Maße haben wir jetzt mit dieser kleinen Holzstange abgenommen. Die Messlatte dient also als genial einfacher Zwischenspeicher. Bei der Übertragung der Abmessungen auf den Stein müssen sich die Steinmetze keine Zahlenangaben merken. Das würde nur die Fehlerquote erhöhen. Dann werden am Werkstück die Fugen angezeichnet. So kann die Schablone richtig angelegt werden. Jeder Stein ist anders, je nach Position innerhalb des Bogens. Während es für jeden Stein eine eigene Messlatte gibt, benötigten die alten Baumeister nur 2 Schablonen, um alle Steine des gekrümmten Bogens anzureißen. Eine Grundriss- und eine Ansichtsschablone. Nach dem Ausschneiden von Ober- und Unterseite entsteht ein Bogenstein in seiner Rohform, allerdings noch ohne Profil. Für die Details des Profils gibt es eine weitere Schablone, die auf den Stirnseiten aller Rippensteine aufgelegt werden kann. Von nun an wird Schritt für Schritt gearbeitet, beginnend mit einer schrägen Fläche, der sogenannten Phase. Hierfür werden die Linien mit dem Streichmaß angerissen. Bei der Herstellung dieser räumlich gekrümmten Fläche müssen sich die Bauforscher keine Gedanken zur Geometrie machen. Sie orientieren sich lediglich an den angerissenen Kurven und am Richtscheit. Die Fläche entsteht von selbst. So lässt sich auch das feingliedrige Profil aufbauen, ohne die Komplikation durch die doppelte Krümmung zu bemerken. Das Verfahren unterscheidet sich von dem, was man am Computer heute machen würde. Am Computer würde man das Profil einfach entlang der Kurve von der Rippe wandern lassen. Das Ergebnis ist nicht exakt das gleiche. Und vor allem ist es so, dass dieses Modell, was am Computer sehr gut funktioniert, man hat das Profil, man hat die Kurve, man hat also alle Parameter, um ein Volumen herzustellen. Das ist für den Steinmetz sehr schwer, weil der überhaupt keine Möglichkeit hat, die Form zu kontrollieren.
Während bei dieser Verfahrensweise, die eben auch in der Spätgotik sicher verwendet worden ist, hat man in jedem Moment eine Hilfsfläche, die definiert ist. Man hat in jedem Moment Kurven, die definiert sind durch die Schablonen, durch den Beiwell oder auch durch das Richtscheit. Und man kann sich immer an diesen Kurven langarbeiten und man weiß in jedem Moment, wo man ist und was man tun muss. An den Gasbetonblöcken wird das Profil nicht weiter ausgearbeitet. Hier ist die Geometrie der Rippensteine geklärt. Ein erster Erfolg. Die einzelnen Bogensteine lassen sich zu einem kontinuierlichen Bogen zusammensetzen. Genau so könnte im 16. Jahrhundert das Gewölbe tatsächlich entstanden sein. Die nächste Herausforderung sind diejenigen Steine, an denen sich mehrere Rippenbögen treffen. Diese Kreuzungssteine sind besonders komplexe Werkstücke. Aber mit einer ähnlichen Verfahrensweise wie bei den Rippenbögen ist ihr Zuschnitt ebenfalls möglich. Was man hier aus der Risszeichnung lesen kann, sind die ganzen Höhen. Und die ganzen Höhen kann man eben beziehen auf die Kante hier oben. Also alle Höhen werden auf diese Referenzebene bezogen und können dann hier am Werkstück immer von der Oberseite, die dann unten liegt, genommen werden. Auch die Arbeit an den Kreuzungssteinen beginnt am Reißboden, dem zentralen Kommunikationsmittel zwischen Gewölbearchitekt und Steinmetz. Und es ist auf diese Weise durchaus möglich, den Reißboden räumlich getrennt zu haben von der Stelle, wo das Werkstück angefertigt hat. Also das Werkstück wirklich nicht hier direkt auf der Zeichnung anzufertigen, sondern ein paar Meter weg, weil die Daten alle hier drauf gespeichert sind. In diesen Kreuzungssteinen schneiden sich 3 Rippen in unterschiedlichen Höhen. Ihre Profile durchdringen sich. Diese Durchdringung wird auf dem Reißboden entwickelt, wo die Ansichten der verschiedenen Bögen übereinander gezeichnet sind. Diese räumliche Konstruktion lässt sich auf dem Reißboden zweidimensional darstellen. Hierfür müssen die verschiedenen Bögen ineinander gezeichnet werden. So entstehen die 3 gewünschten Höhen am Kreuzungsstein. Das hier ist die andere Rippe, die andere Bogenrippe, die von einem anderen Kreuzungsstein dieses Typs dann schon abwärts hier vorbeikommt, über den Stein rüberläuft und dann hier abrupt abgeschnitten ist. Also wir haben 3 Rippen. Die Diagonalrippe, die Bogenrippe, die hier oben ankommt und die Bogenrippe, die vom anderen dreifachen Kreuzungsstein hier abwärts kommt, sich nochmal kreuzt und dann abgeschnitten ist. Hier sieht man auch, dass die Entscheidung, welches Profil jetzt die Gewölberippe haben soll und die Entscheidung, wie die Geometrie der Kurven sein soll, dass sie durchaus zusammenhängen. Das heißt, dieses Profil ist im Planungsprozess schon relativ früh festgelegt. Auf der Oberseite des Kreuzungssteins wird eine horizontale Linie gezogen und von dieser werden die Höhen abgenommen. Die Schablone für dieses aufwendige Werkstück bildet den Grundriss mit allen Fugen ab. Eine Art Fußabdruck des Kreuzungssteins. Die Schablone wird auf der Ober- und Unterseite des Blockes aufgelegt, um die Stirnflächen der Rippenarme zu schneiden. Mit dem Beiwell, dem gebogenen Winkel, werden die Kurven kontrolliert. Die zweidimensionale Darstellung auf dem Reißboden lässt das Gewölbe praktisch dreidimensional sichtbar werden. Es entsteht vor den Augen des Forschungsleiters. Läuft dann weiter zu dem nächsten Stein. Hier haben wir die Stelle, wo dieser Kreuzungsstein auf dem Grundriss aufgerissen ist. Also die Diagonale ist hier. Das ist der Kreuzbogen, der eben von unten ansteigt und hier zur Gewölbemitte. Und hier kommt die lange Bogenrippe, die auch von unten kommt, hier ihren höchsten Punkt hat, über den Kreuzbogen rüberfliegt und dann wieder leicht absteigt. Um die Rippenarme auszuschneiden, werden anschließend sogenannte Konterschablonen verwendet. Die Kurven und die Fugen werden während der Arbeit immer wieder mit 2 Beiwells kontrolliert. Einer für den Grundriss und einer für den Aufriss des Rippenbogens. Jetzt muss ich noch zeigen, ob dieses Verfahren auch in der Praxis funktioniert.
650 Kilometer entfernt von Dresden sollen die Gewölberippen noch einmal in richtigem Stein entstehen. Von Steinmetzen, die den Reichsboden nie gesehen haben. Dafür haben die Forscher keine Mail mit Daten verschickt und auch keinen Bauplan, sondern wie im 16. Jahrhundert nur die markierten Schablonen, Winkel und Messlatten. Die Steinmetze der Straßburger Münsterbauhütte stürzen sich in die Arbeit. Wenn die Vorbereitung in Dresden korrekt war, müssten sich die Steine am Ende perfekt zu verschlungenen Rippen zusammensetzen lassen, obwohl sie von unterschiedlichen Arbeitern behauen werden und jeder nur sein Werkstück kennt. Nachdem die Phase angelegt ist, können mit dem Streichmaß die Kanten der Profilierung angerissen werden. Sie verlaufen immer parallel zu den bereits gearbeiteten Kanten des Werkstücks. So werden nach und nach die Hohlkehlen, Rundstäbe und Grate des Rippenprofils herausgearbeitet. Tatsächlich, das Profil lässt sich einfach aufbauen. Der Steinmetz hat keine Mühe mit der Komplikation durch die doppelte Krümmung. So werden die Musterstücke nach dem rekonstruierten historischen Verfahren angerissen und gearbeitet. Pierre Bourget ist mit der Nachbildung des dreifachen Kreuzungssteins beschäftigt. Die Teilstücke der gekrümmten Gewölberippen werden vor allem von Lehrlingen an der Hütte ausgeführt. Das war von Anfang an Teil des Plans. Nicht nur die akademische Forschung, sondern gerade auch die Weitergabe von lebendigem Wissen war Ziel des Projektes. Das Wissen um die historischen Verfahrensweisen in der Planung soll künftig bei Sanierung und Restaurierung alter Gewölbe nützlich werden. Dafür ist der Nachwuchs unverzichtbar. Die Idee dahinter ist, hinter dem ganzen Projekt ist ja nicht nur, dass wir die Technik verstehen, die historische Technik versuchen nachzuvollziehen und zu verstehen, sondern wir wollen ja auch das Bewusstsein dafür und auch die Verfahrensweisen selbst dann auch streuen, dass die im Alltag der Restaurierung auch präsent sind, dass es die Option gibt, auch historisch anzureißen. Und da ist es eben sehr wichtig, Leute einzubeziehen, die das dann auch weitertragen können. Nach mehreren Jahren Forschungsarbeit steht das Projekt jetzt vor dem erfolgreichen Abschluss. Die Forscher können mit Sicherheit feststellen, dass die neuen Steine den Originalen entsprechen. Das deutsch-französische Team konnte zeigen, wie auf den Gewölbebaustellen der frühen Neuzeit geplant und kommuniziert wurde. Es sind Verfahren, die damals in ganz Europa verbreitet waren. Ein verborgenes Wissen, das offenbar nur mündlich, aber doch über Ländergrenzen hinweg übertragen wurde. Prachtbauten wie die St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz wären nicht möglich gewesen ohne europaweite Kommunikation. Damals nicht und auch heute nicht. Auch diese Erkenntnis war schließlich Teil eines einzigartigen Forschungsprojektes.